Überall, wo man hinschaut, gibt es so viel zu kaufen. Hier Prozente, da 3 zum Preis von 2, Schnäppchen, die man sich nicht entgehen lassen kann. Und dann kommt man nach Hause, wo alles schon überquillt vor lauter Zeug. Aber irgendwie fragen sich trotzdem die wenigsten mal ehrlich, habe ich eigentlich zu viel Kram? Dass man bei all den Angeboten manchmal auch Sachen kauft, die man eigentlich gar nicht braucht, das kennt wahrscheinlich jeder. Als ich von zu Hause ausgezogen bin in eine 18 Quadratmeter Wohnung, habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie viel Zeug ich eigentlich hatte. Ich musste echt total quetschen, um die ganzen Sachen irgendwo unterzukriegen, und dabei ist mir aufgefallen, dass ich viele der Sachen entweder schon komplett vergessen hatte oder sie ewig nicht mehr benutzt hatte. Aber dieser Eierbecher hat ja, es ist ja ein Küken und gleichzeitig ein Eierbecher und er hat zwar nur einen, aber... Ja, okay, ich sehe es ein. Die meisten haben echt viele Sachen und dazu gehören auch jede Menge Klamotten. Im Schnitt tragen die Deutschen 40% ihrer Kleidungsstücke selten oder nie. Habt ihr auch so seltsame Schrankleichen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. So viel war es bei mir noch nicht mal. Aber irgendwann, so ungefähr vor 3 Jahren, war es für mich dann doch einfach zu viel. Ich habe angefangen, radikal auszumisten und minimalistisch zu leben. Was sich jetzt noch in meinem Kleiderschrank befindet, das erzähle ich euch gleich noch. Ich habe letztens auch aufgeräumt. Bin ich jetzt auch Minimalist? Naja, es geht dabei schon um ein bisschen mehr als Ordnung. Grundsätzlich verzichten Minimalisten auf alles, was sie nicht unbedingt zum Leben brauchen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil es sich gut anfühlt. Aber was da jetzt bleiben darf und was nicht, da gibt's ganz unterschiedliche Ansichten. Boah, Mann, Jonas, jetzt gibt es zurück. Es gibt Hardcore-Minimalisten, die sich wirklich auf 100 Sachen beschränken. Es gibt aber auch andere, die folgenden Grundsatz verfolgen. Du kannst im Prinzip so viel haben, wie du willst, solange du für jede Sache eine der beiden Fragen mit Ja beantworten kannst. Erstens, brauche ich das? Und zweitens, macht mich das glücklich? Also eine Sache, die ich ja wirklich liebe, shoppen. Deshalb habe ich ja auch den ganzen Kram. Wie ist es bei euch so? Ich muss schon sagen, dass ich ab und zu dazu neige, solche Impulskäufe zu tätigen, aber das gönne ich mir dann auch mal. Schuhe zum Beispiel habe ich sicherlich mehr, als ich eigentlich brauche, aber Schuhshopping ist irgendwie mein Ding. Mal ganz ehrlich, wie viele Schuhe und Klamotten liegen bei euch eigentlich rum, die ihr weniger als einmal pro Monat tragt? Also in der Zahl insgesamt bestimmt 50 mit Klamotten und Schuhen. Vor allem Schuhe. Also da hätte ich meine Winterstiefel, meine zweiten Winterstiefel, meine Sneaker. Weiße Schuhe, nochmal Hausschuhe habe ich 3 Paar und zu viele. Ich glaube, bei vielen Leuten ist es so. Es gibt ein kurzes High beim Einkaufen und schon zu Hause ist das Ganze wieder vorbei. Dann wandern die Teile dann ganz schnell auf den Stapel mit den ganzen anderen Sachen und verlieren schnell an Bedeutung. Oder einem wird zu Hause klar, eigentlich gefällt mir das gar nicht so gut oder eigentlich hätte ich das gar nicht gebraucht. Falls euch das auch nervt, es gibt da so ein paar kleine Tipps, um euren Kaufrausch zu bremsen. Das Stichwort hier ist Achtsamkeit. Das sagt auch Lina Jachmann, die ein Buch über Minimalismus geschrieben hat. Achtsam heißt ja im Endeffekt mal darüber nachzudenken, also zu reflektieren, vielleicht mal einen Moment innezuhalten und zu schauen, was konsumiere ich wirklich. Also mein Ansatz ist es immer, vom Konsumenten zum Verbraucher zu werden, also nach Möglichkeit nur die Dinge zu kaufen, die ich auch wirklich brauche und verbraucht habe und nicht einfach so aus Gewohnheit oder aus Frust oder aus, was es für absurde Gründe gibt für Shopping, aus denen zu kaufen. Ich verstehe es voll, wenn ihr sagt, dass es euch wichtig ist, was ihr anhabt. Ich sehe es auch so. Stimmt schon, das kann ich auch gut nachvollziehen. Mittlerweile stelle ich mir aber immer folgende Fragen, bevor ich etwas kaufe. Könnte ich mir von dem Geld auch etwas Sinnvolleres kaufen? Habe ich dafür eigentlich Platz? Finde ich das auch noch gut, wenn ich zu Hause bin, oder wird das die nächste Schrankleiche? Und wenn ich mir ein T-Shirt für 5 € kaufe, wie fair kann das produziert worden sein? Für den Preis. Aber für alle akut Shopping-Süchtigen gibt es gute Alternativen. Second-Hand-Läden zum Beispiel. Da könnt ihr oft auch Sachen abgeben. Kleidertauschpartys sind auch gut. Und wenn es sie bei euch noch nicht gibt, dann einfach selber schmeißen. Und in manchen Städten gibt es sogar schon Läden, in denen man sich Kleidung leihen kann. Durch Tauschen und Leihen habt ihr das High vom Kaufen. Ohne dass der Kleiderschrank am Ende überquillt und obendrein ist es auch noch nachhaltig. Und was ist, wenn es dafür schon zu spät ist und man schon viel zu viel Kram hat? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Lisa! Hilfe! Ja, keine Panik. Ich weiß schon, Ausmisten ist echt nicht so einfach. Aber es gibt da so ein paar Strategien, die es mir leichter gemacht haben. Erstens, die KonMari-Methode. Bei dieser Methode ist das Ziel, alles zu entsorgen, was einem keine Freude mehr bereitet. Ja, das sagst du so einfach. So schwer ist das gar nicht. Man muss sich eigentlich nur eine Frage wirklich ehrlich beantworten. Macht mich dieser Gegenstand glücklich und brauche ich ihn wirklich, um mich wohlzufühlen? Eine zerrissene Hose, aber es ist nun mal die Glückshose, dann darf sie natürlich bleiben. Deko von der letzten Motto-Party kann weg.
Und so machst du dann einfach weiter, bis du mit allen Sachen durch bist. Zweitens, die 3-Kisten-Methode. Bei dieser teilt ihr euch eure Sachen in 3 Kategorien ein. Die Sachen, die ihr noch braucht und wirklich wollt, kommen in Kiste 1. Die Sachen, die noch brauchbar sind, die ihr aber nicht mehr benutzt, die kommen in Kiste 2. In Kiste 3 kommen dann die Sachen, die ihr entsorgen könnt. Helfen kann die Frage, habe ich das in den letzten 12 Monaten getragen? Ist die Antwort nein, dann kommt es in Kiste 2 oder 3. Man kann die Kiste 2 auch als Zwischenstufe nutzen für die Sachen, bei denen man sich nicht so ganz sicher ist. Vermisst man sie, kann man sie wieder rausholen. Liegen sie nach 3 Monaten aber immer noch drin, dann können sie weg. In meinem Fall habe ich die Kiste Nummer 2 dann nochmal in Spenden und in Verschenken unterteilt und die Sachen auch teilweise an Freundinnen von mir weitergegeben. Und noch ein einfacher Trick, um rauszufinden, was man eigentlich trägt. Man hängt alle Klamotten mit dem Bügel falsch rum in den Schrank. Wenn man etwas anzieht, dann dreht man den Bügel einfach um. Alles an den Bügeln, die nach einem Jahr nicht umgedreht wurden, kann in Kiste 2 oder 3. Die dritte Methode ist die Minimalismus-Challenge. Challenge? Accepted. Es gibt da verschiedene solcher Challenges. Die findet ihr zum Beispiel auf Blogs über Minimalismus. Im Prinzip geht es darum, über einen bestimmten Zeitraum hinweg jeden Tag eine Minimalismusaufgabe zu erfüllen. Also zum Beispiel, trenne dich von 3 Dingen aus deinem Badezimmer. Wirf alle Socken weg, bei denen du den zweiten nicht mehr findest. Oder trenne dich von einem Paar Schuhe. Challenge geschafft! Mit diesen Methoden sieht der Kleiderschrank dann schnell nicht mehr so aus, als würde er gleich platzen, sondern eher so. Das Einzige, was mir an meinem Kleiderschrank noch nicht so gut gefällt, ist, dass auch meine Klamotten nicht alle fair produziert sind. Ich will ja echt darauf achten, aber ehrlich gesagt ist das manchmal ganz schön schwer. Das Klischee stimmt leider häufig, denn viele fair produzierte Klamotten sind erstens ganz schön teuer, sehen zweitens nicht unbedingt so toll aus und drittens kann man sich auch häufig nicht sicher sein, ob sie denn wirklich fair sind. Als Alternative zu den fair produzierten Klamotten kann man aber zum Beispiel auch auf Flohmärkte oder in Secondhand-Shops gehen. Ich versuche bei meinen Sachen, sie echt so lange wie möglich zu tragen, aber manchmal ist es so nach sehr, sehr vielen Waschgängen, dass sich da so kleine Knötchen bilden, die man einfach nicht mehr wegkriegt oder dass die Sachen wirklich ausgewaschen sind. Mir geht's echt besser, seitdem ich ausgemistet habe, denn der Minimalismus macht auch was mit eurem Kopf. Ja, absolut. Also das ist ein Effekt, den ich immer wieder beobachte, dass man quasi vom Aufräumen im Außen und von dieser Ordnung, die man im Kleiderschrank, in der Wohnung, im Badezimmerschrank, also in allen Bereichen des Lebens schafft, dass sich diese neue Ordnung und Klarheit auch auf den Kopf, auf die Psyche, auf das Innere überträgt und dass auch die Gedanken geordneter werden und dass sogar die Emotionen klarer fokussiert werden können und dass sich so ein Gefühl von Ruhe und ja, es ist schon fast so was Meditatives, was das hat, wenn man einfach auch so einen Überblick hat, was im eigenen Leben in allen Bereichen abgeht. Aber wenn ich irgendwas überhaupt nicht brauche, weil es eigentlich vollkommen überflüssig ist, aber ich einfach emotional dran hänge, darf ich es dann behalten? Klar, ihr dürft eigentlich alles behalten, was ihr wollt. Es geht ja darum, dass ihr euch am Ende gut damit fühlt. Ich habe allerdings gemerkt, mir persönlich reicht ein Foto von vielen Dingen. Von meinem Abi-T-Shirt zum Beispiel. Es geht ja meistens nur um die Erinnerung, die dahinter steckt, aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr also der Meinung seid, dass euch so ein bisschen Minimalismus nicht schaden könnte, dann gibt es ein paar Strategien, die euch helfen können. Fragt euch bei jedem Teil, brauche ich das und macht mich das glücklich? Versucht's mal mit der 3-Kisten-Methode oder stellt euch der Minimalismus-Challenge. Und wenn ihr nicht auf neue Outfits verzichten möchtet, dann denkt auch häufiger mal an Alternativen wie Secondhand-Läden, Kleider tauschen oder leihen. Wie ist das denn bei euch so? Seid ihr eher minimalistischer unterwegs oder fällt euch das Aussortieren schwer? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn wir euch mit dem Video helfen konnten, dann nicht vergessen, ein Like da lassen und vielleicht den Kanal abonnieren. Und wir haben für euch noch ein weiteres richtig cooles Funkformat unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch da mal rein. So, ich gehe jetzt mal mein T-Shirt waschen, ne? Das ist ja das Einzige, was ich nur noch habe. Ja, das kenne ich. Bei mir auch so. Gut.